Eintracht Frankfurt hat natürlich in dieser Region eine herausragende Rolle, und zwar als der emotionale Reaktor dieser Region. Und das bedeutet, dass wir gerade bei Wachstumsthemen wie der Digitalisierung ganz enorme Akzente setzen können. Und wir wollten mit der Veranstaltung heute verschiedene Aspekte genau dieses Dreiecks beleuchten. Es wurde viel gesprochen über Nutzen, also was bringt welches Unternehmen in der Digitalisierung mit. Wir haben auch über Vertrauen gesprochen, wie bedeutend ist dabei Cyber Security. Unser Part ist, diese Unternehmen mit all ihren Stärken und den gesamten Facetten in der Emotion zu vereinen. Und die Emotion, die kommt von uns. Ich glaube, jeder Bereich, jede Industrie, jedes Unternehmen, jeder Fußballverein muss sich Gedanken machen über Digitalisierung, weil es geht nicht mehr ohne Digitalisierung. Selbst bei einem sehr emotionalen, analogen Produkt wie Fußball sitzen inzwischen alle im Stadion und haben parallel noch ihre Handys in der Hand. Und vor dem Hintergrund muss man sich mit Digitalisierung auch im Fußball auseinandersetzen, der wiederum auch viele große Chancen bietet, um ein besseres Erlebnis für den Fan im Stadion zu bieten. In Unternehmen gibt es immer Cybersicherheitsregeln. Die sind sehr, sehr gut. Die Unternehmen schützen sich sehr gut. Die haben super Software, Hardware, alles gemacht. Und was dann passiert? Ein Mitarbeiter klickt irgendwo auf einen Link, der in eine Phishing-E-Mail angekommen ist, und dann ist alles umsonst. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, und das raten wir von Firma Kaspersky Leute immer an, dass sie sich schulen über Cybersicherheit auf alle Ebenen, von Geschäftsführung bis zum Rezeptionist. Man muss vielleicht klarer entscheiden, man muss schneller entscheiden, weil die Digitalisierung uns eine völlig andere Entscheidungsgeschwindigkeit aufzwingt. Aber am Schluss ist es immer eine Führungsfrage. Die Digitalisierung ist da, sie kommt auch weiter, und wir müssen uns nur sicher sein, wir müssen uns, wenn wir nichts tun, damit abfinden, dass sie andere tun. Und dann sind wir schlecht beraten. Wir müssen die Chancen und Herausforderungen sehen, um wirklich mit der Digitalisierung sie aktiv zu gestalten, um dann diesen Kampfgeist und diesen Teamgeist zu entwickeln, um erfolgreich zu werden. Und das ist idealerweise die Eintracht hier in der Region. Die Eintracht liegt ja sowieso relativ weit vorne. Dass sie jetzt noch digital ist und Vorreiter ist, und das in Frankfurt, ist natürlich für mich Daumen hoch.